watch out. Good morning. Guten Morgen. No, come on, guys. When Jetzt I say auch. good morning, it's kind of sad for me if you're all like, Das ist ein bisschen enttäuschend für mich, wenn ich Guten Morgen sage und alle sagen, I'm like as tired as you are. ich bin bestimmt genauso müde wie ihr, And I'm like, good morning. aber ich sage Guten Morgen. So like, you don't have to be all crazy, but at least say good morning back. Ihr müsst ja jetzt nicht ausflippen, aber ihr könnt wenigstens Guten Morgen sagen. Guten Morgen. Okay, today, as you know, last day, Heute ist ja, wie ihr wisst, der letzte Tag. but it is not over. Aber es ist ja damit nicht vorbei. It's just the last day, so there's lots to be done. Es ist nur der letzte Tag, aber es gibt noch viel zu tun. And God still has lots to say to us. Und Gott hat immer noch uns viel zu sagen. But you know what? Sometimes when we go home, Und manchmal ist es so, wenn wir nach Hause gehen, we get a bit confused. dann werden wir ein bisschen verwirrt. Check out this video. Guckt euch mal dieses Video an. Hey Josh, check out my awesome moves. Woo, 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 woo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to TeenStreet! Welcome to TeenStreet! Welcome to TeenStreet! Yeah! That was awesome. That was awesome. Absolut genial. Okay, here's what we're gonna do. Okay, Folgendes werden wir machen. Nobody broke a leg or an arm during the game yesterday. Also gestern während dem Spiel hat sich keiner ein Bein oder einen Arm gebrochen. And I can't go a whole TeenStreet without damaging somebody. Ja, und das ist ja langweilig. Ich kann ja nicht von TeenStreet weggehen, ohne dass sich irgendjemand ernstlich verletzt hat. So we're up in the danger level today. Okay, ein bisschen machen wir es heute ein bisschen krasser. So I need my Great Dane wherever he is. Okay, und mein großer Däne, wo auch immer er ist. I also need my equally great Irish man. Ich brauche auch meinen Phillips. ungefähr gleich großen Without a beard. irischen Mann There ohne you go. Bart. Round of applause, please. How are you, Dane? Hey, wie geht's dir, Däne? Good. Good. Could you stand here for me? Könntest du für einen Moment hier stehen für mich? You're gonna need to jump. Okay, du musst gleich springen. So let's limber up with some squats. Okay, also erstmal aufwärmen mit ein Try the paar. one-legged ones. The one-legged. Okay, die einbeinigen sehr Here's gut. what we're gonna do. Hopefully, Folgendes werden wir machen, hoffentlich. we're gonna teach Andy to fly Wir wollen dem Andy beibringen zu fliegen and soar. und segeln. He's gonna step out and fear no more. Er wird raustreten, sich nicht mehr fürchten. Okay. But instead of the wings of the spirit, we're gonna Also- use this guy. Anstatt die Flügel des Geistes werden wir diesen that okay? Typen hier benutzen. Okay, Phillips, where would you like to be positioned? We want him to try and grab this net, Also wir wollten gerne, dass er dieses Netz greifen kann. but actually I hope he kind of just lands on some of these people. Aber ich hoffe eigentlich, dass er einfach nur auf den This guy Leuten, die right da here, vorne is gonna, sitzen, landet. Lucas has a smirk on his face from yesterday. Okay, Lukas, jawohl, er will den auffangen. Oh, Phillips, jump on there, we'll have a little tester. Okay, mal ein bisschen üben hier.
Okay, give me your big. Remember the squats. Power up. Bam. Okay, Give me your best shot. erinnere dich dran. Hoch und Let's get a countdown. Bam! Ah! That was way too easy. ey, das war viel zu einfach, war das. Dude. I'll tell you what, do it again and we'll both jump on it. Okay, mach's nochmal und wir springen beide ready? gleichzeitig Simon, drauf. get back up here, man. Okay, Dane, komm mal wieder Jump hier back hoch. up here. Okay, Phillips. I believe in you. Okay, Phillips, ich glaube an dich. Okay, you jump this, I'll try to go a bit further. Okay, Hopefully it won't explode. okay, ich versuche ein bisschen weiter Okay. nach vorne zu We springen. get a countdown from Kracht das Ding hier 5, nicht ein. 4, 3, 2, 1. Get it off. I'm so underwhelmed. Ah, du bist viel zu Thanks gut. very much, guys. I Danke. appreciate your help. I'm so underwhelmed. Yeah, a round of applause. Okay, haben wir Applaus. I suppose we're happy he didn't get injured. Ich glaube, wir sind irgendwie doch froh, dass er sich nicht ernstlich verletzt hat. We see what we're actually looking at with this Also das, was wir uns eigentlich anschauen hiermit, is clinging on to something. ist uns an etwas festhalten. Because during the week we were looking at Hebrews 11, Während der Woche haben wir uns ja Hebräer Kapitel 11 angeschaut. which is basically like the Faith Hall of Fame. Und das ist so wie die Halle des Glaubens. And the common theme amongst every hero mentioned Und das Thema, was wir da sehen mit jedem einzelnen Helden, is that they clung to God. ist, dass sie sich festgehalten haben an Gott. They clung to Him like their life depended on Die it. haben sich festgehalten, die haben sich dran geklammert, als ob ihr Leben davon abhängig wäre. And they did that because they didn't look at the things of this world. Und die haben es getan, weil sie sich nicht die Sachen dieser Welt angeschaut haben. They didn't look at the Belgians that they might land on. Sie haben auch nicht die Belgier angeschaut, auf denen sie vielleicht landen können. But they had their eyes set on eternity. Aber die hatten ihre Augen ausgerichtet auf die Ewigkeit. And here's my favorite part about that chapter. Und hier ist mein Lieblingsteil über dieses Kapitel. It's like a bunch of the guys, they didn't get what they were hoping for while they were still on earth. Und einige von diesen Jungs, sie haben nicht das gekriegt, wofür sie gehofft haben, während sie noch auf der Erde waren. So that kind of means just because we cling to God, it doesn't mean we're going to get everything we hope for. Und das heißt, dass es eben nicht heißt, dass einfach nur, weil wir an Gott uns festhalten, dass wir dann alles das bekommen, wofür wir hoffen. But what I love about it is everyone mentioned made it to the end. They Aber was- ran a good race. Aber das, was ich liebe, was ich darin sehe, ist, dass jedes Einzelne einen guten Lauf gelaufen hat. Er hat es bis zum Ende geschafft. And I know from coming to TeenStreet since I was 12 years old, Und ich weiß, seitdem ich auf TeenStreet gekommen bin, seitdem ich 12 Jahre alt war, that when we go back to our home, to our youth group, to our school, dass wenn wir zurück in unsere Jugendgruppe, in unser Zuhause gehen, in unsere that it Schule, just, in unsere Schule, when you're ready, in unsere Schule, that it can become a burden and a slog and we lose sight of God and everything. dass es einfach nur furchtbar schwer werden kann und eine Last werden kann, so ein Ding am Fuß. Und wir verlieren die Sicht und das Verständnis von allem Möglichen. But I love that the Lord just says, cling to me. If you want to make it to the end, Aber ich cling liebe to me. es, dass Gott einfach nur sagt, wenn du es bis zum Ende schaffen willst, dann klammer dich fest an mich. If you want to come back to TeenStreet next year, having lived a year of victory in the Lord, Wenn du zurück nach TeenStreet kommen willst nächstes Jahr und ein siegreiches Jahr gelebt haben willst, well then it's all about clinging to Jesus like your life depended on it. dann geht es darum, dass man sich an Jesus festklammert, als ob dein Leben davon abhängig ist. Amen. Amen. And actually, when we decide to do that, that's such a strong point. Also, wo wir gesagt haben, dass wir das machen wollen, weil das so ein wichtiger Punkt ist. We have to make a decision, like Luke said, to cling to Jesus no matter what. Wir müssen eine Entscheidung treffen, uns an Jesus festzuhalten, egal was es kostet. But everything that's going to come at us when we go home, we're going to want to grab at it. Und alles, was uns anfällt, wenn wir nach Hause kommen, das ist das, was uns greifen will oder wo wir auch noch greifen wollen. What's your name, dude? Wie heißt du? Huh? Isai. Isai. Are you from Sweden? Belgium. Bist du aus... Nein, nicht aus Schweden, sondern aus Belgien. Okay, we need to use this again because it's Okay, kind wir of müssen fun. das hier nochmal benutzen. Hier, das ist doch echt genial, dieses Teil. Okay, there's many millions of. Also viele Millionen von... These are honestly like no joke. They're called heaven banknotes. Also, die heißen die Himmelsbanknoten. I have no idea where they came from. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. Quite amazing. Absolut genial. So you're gonna win millions of heavenly banknotes. Also, du kannst Millionen von himmlischen Banknoten gewinnen.
Jump in there. Okay, spring da rein. Okay. Let's see how many you can Mal get, sehen, okay? wie viele du greifen kannst. Are you ready? Let's hear the Belgians. I know you're loud people. Come on. Okay, ihr Belgier, ihr seid auch so laute. All right, hold on. Lass uns mal hier schauen, wie wir das hier Yeah. kriegen. No, wait. Dude. Noch nicht. Langsam. Oh, warte mal. Move them around a little bit. Beweg sie mal ein bisschen. Wirf sie mal in den Kanal rein. Throw them in the channel. Hold on, Andy. Okay, Stop. Andy, warte mal, einen Moment. Okay, dude. Let's just leave him in there the whole time. Okay, wir lassen ihn einfach die ganze Zeit da drin. The thing is, though, it is true that the world is going to keep throwing stuff at us. Also es ist schon wahr, dass die Welt uns Sachen an uns And the uns temptation bewerfen wird. the temptation is to grab it. Und die Versuchung ist, dass wir es greifen. Stay there. Bleib da. The temptation is to grab at it and say, you know what, I don't feel anymore like I did at TeenStreet. Also die Versuchung ist, dass wir danach greifen und sagen, weißt du was, ich fühle mich nicht mehr so, wie ich mich auf TeenStreet gefühlt habe. Maybe this will give me the feeling, or maybe this. Vielleicht wird mir das Gefühl geben oder das hier wieder. But you know, like the little Lego thing showed, Aber so wie dieses Lego-Spiel gezeigt hat, you can't take TeenStreet home with you. du kannst TeenStreet nicht mit dir nach Hause nehmen. God does something very special in us here, Gott macht etwas ganz Besonderes mit uns hier. and it's a foundation for us to carry home, and He will do new things in us at home. Und es ist ein Fundament, was wir mit nach Hause nehmen können. Und er wird neue Sachen mit uns zu Hause machen. And a huge thing that we need to keep doing when we get home, Und eine absolut wichtige Sache, die wir machen müssen, wenn wir nach Hause kommen. wherever you do it, whether it's in your house or in your church or in the park, Was auch immer du tust und egal wo du bist, ob du zu Hause bist, ob du in der Gemeinde bist oder irgendwo im Park, is spending time worshiping Jesus. ist Zeit damit zu verbringen, Jesus anzubeten. Amen? Amen? Let's stand and do that. Okay, lass uns aufstehen, das tun. We'll let you out. Okay, du darfst raus. Okay, we saw that Hebrews 10 talked about perseverance. Okay, Hebrews. Hebräer 10 hat über Durchhalten gesprochen. We went to Hebrews 11, it talks about faith. Und Ausdauer und Where's my girl in the front row? Where's my girl? Amelie Where's my vorne girl? in der Where's she Erstmal. gone? Und Hebräer 11 hat von den Helden des Glaubens gesprochen. We saw in Hebrews 11 that faith, without faith, it's impossible to please God. Und Hebräer 11 haben wir gesehen, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. And we want to please God. Und wir wollen Gott gefallen. How cool is that the Lord Almighty, the maker of heaven and earth, could be pleased with us? Wie genial ist denn das, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Himmel, I'll start again, right? okay. Start again, you ready? Now I've lost it, dude. Also wie genial ist denn das, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Gefallen an dir haben könnte, der begeistert sein könnte über dich. We have the opportunity to please God, Wir haben die Möglichkeit, Gott zu gefallen. but it requires faith. Aber es verlangt von uns, dass wir glauben. And it says that faith allows us to earnestly seek God. Und es heißt, dass Glauben macht es möglich, dass wir dann in der Lage sind, ernstlich und ernsthaft nach Gott zu suchen. And then we saw after Hebrews 11 Und nach Hebräer Kapitel 11 comes Hebrews 12, and the Germans love that. kommt Kapitel 12, ja, ist ja Logik, wir Deutschen lieben das ja. We go 10, 11, 12. 10, 11, 12. 12 talks about perseverance, 12 spricht über Ausdauer. which we need. Das ist das, was wir brauchen. TeenStreet, and when we get home, Auf TeenStreet, aber auch wenn wir nach Hause gehen. eyes on Jesus. Unsere Augen auf Jesus halten. And then after Hebrews 12 Und danach Hebräer Kapitel 12 comes 2 Corinthians 5. kommt 2. Korinther Kapitel 5. I'm sorry, Germans. Okay, ihr Deutschen, I know sorry. that's confusing, Ich weiß, das bringt euch ein bisschen but just durcheinander. trust me on it. Aber vertraut mir einfach. 11, 12, 5. Also, 11, 12, 5. Just roll with it. Okay.
Einfach, nimm's einfach. 2 Corinthians 5, possibly the best chapter in the whole Bible. 2. Korinther Kapitel 5, wahrscheinlich eins der besten Kapitel in der ganzen Bibel. And it's amazing. Und es ist absolut genial. And you guys will get a chance in your groups to look at it a little bit more. Und ihr habt die Möglichkeit in euren Gruppen, das noch ein bisschen mehr im Detail But anzuschauen. it says a few life-changing things. Aber es sagt ein paar absolut geniale, lebensverändernde Sachen. Because remember, we're earnestly seeking our God because we want to be like Him and we want to please Him. Und erinnert euch dran, wir suchen ernsthaft nach Gott, weil wir wollen ihm gefallen. Wir wollen, dass er Gefallen an uns hat. And we end up in 2 Corinthians 5, and it gives us an amazing picture of God. Und dann landen wir in 2. Korinther Kapitel 5 und das gibt uns ein absolut geniales Bild von Gott. We're seeking Him and we get to see Him. Wir suchen nach ihm und dann haben wir die Möglichkeit, ihn zu sehen. 2 Corinthians 5 says that God is a God of reconciliation. 2. Korinther Kapitel 5 spricht es davon, dass er ein Gott der Versöhnung ist. He wants to bring men to Himself, women to Himself. Er will Männer und Frauen zu sich führen, zu sich bringen. And this is probably the greatest mystery of all time. Und das ist wahrscheinlich die krasseste Sache, das krasseste Mysterium aller Zeiten. That God would want to be reconciled to us. Dass Gott mit uns versöhnt sein will. But that's what 2 Corinthians 5 says. Aber das steht in 2. Korinther Kapitel 5. God wants relationship with us. Gott will Beziehung mit uns. And it says, it even goes as far as this, it says that God does not count our sins against us. Und es geht so weit sogar, dass da steht, dass Gott unsere Sünde uns nicht vorhalten wird. So we have faith that allows us to seek God, and bam, here we go. We meet the God of Also wir haben reconciliation. Glauben, dass es erlaubt, weiterzugehen und bam, wir treffen den Gott der Versöhnung. So what's our job then? Also was ist unsere Aufgabe da? What do? Was tun wir da? We got to get amongst it. Wir müssen da reingehen. Because if our God is a God of Weil reconciliation, wenn ein Gott der Gott der Versöhnung ist, what does that mean for us? was heißt das für uns? If God doesn't count men's sins against us, what does that mean for us? Wenn Gott unsere Sünde uns nicht vorhält, was heißt das denn für uns dann? 2 Corinthians 5 tells us. 2. Korinther Kapitel 5 That is sagt why uns it's das auch. possibly the greatest chapter in the Deshalb ist es Bible. wahrscheinlich das größte, das großartigste, das genialste Kapitel in der ganzen Bibel. It says a few things very clearly. Es sagt ein paar Sachen sehr, sehr deutlich. It says, God has made us His ambassadors. Es sagt da, dass Gott uns seine Botschafter gemacht hat. It says that we represent God. Es sagt, dass wir die Repräsentanten sind, die Gott darstellen. That confuses me. Okay, das macht mich total durcheinander. I have no way how I can represent. I have no understanding of how I could represent my God. Keine Ahnung, wie ich meinen Gott darstellen könnte. How is it that people could look at me and see a piece of God? Wie ist es, dass Menschen mich ansehen und ein Stück Gottes sehen können? But that's what it says. Aber das ist das, was da It says steht. that we are representing God, whereas His Es steht da, ambassadors. dass wir Gott darstellen, dass wir seine Botschafter sind. And so I don't get it. Also, ich verstehe es nicht. I definitely don't think I'm worthy of it. Und I ich, haven't glaub, earned that, und ich weiß 100%, dass ich dessen nicht wert bin und ich habe es auch nicht verdient, but I have a decision. aber ich habe eine Entscheidung. By faith, I can say, if God says it, then I'm going to do it. Durch Glauben kann ich sagen, wenn Gott es sagt, dann werde ich es tun. I don't feel it. Ich fühle es nicht, I don't look it. ich sehe nicht so But by aus, faith, I'm going to grab that and cling to it. aber durch Glauben will ich mich daran festhalten, ich will mich daran klammern. God says that He wants me to represent Him. Gott sagt, dass er will, dass ich ihn darstelle. So I'm going to give that a shot. Also will ich dem einen Versuch machen. It also says that we've been given a message. Es sagt er auch, dass uns eine Botschaft gegeben So worden that when ist. we represent Him, we have something that He wants us to bring to people. So dass wenn wir ihn darstellen, dass wir etwas haben, was wir den Menschen bringen können. And it's this: Und das ist folgendes. God is not counting man's sins against him. Dass Gott die Sünden der Menschen nicht gegen sie hält. How amazing is that? Ist das nicht absolut genial? Isn't it cool that we come to people not with a message of hell, but a message of an amazing God who's not counting men's sins against him? Ist das nicht genial, dass wir zu anderen Menschen kommen und nicht mit der Botschaft der Hölle kommen, sondern mit der Botschaft, dass da ein Gott ist, der ihre Sünden nicht gegen sie aufrechnet? That's good news. Ist das nicht genial? That is good news. Das ist doch gute Nachrichten, oder? It's cool. Yes, yes, Oder? yes, yes. Ja. It's awesome that we bring a message
of good news. Es ist absolut genial, dass wir eine Botschaft haben, eine Aussage haben, die gut ist, die gute Nachrichten haben. But that's a huge challenge for us. Aber das ist eine riesige Herausforderung für uns. Because if we take this on, Weil wenn wir das annehmen, it means that we're no longer living for what we want. dann heißt es nicht länger mehr, dass wir für das leben, was wir wollen. Do you guys understand that? Versteht ihr das? You take this on, you're taking on. It's almost like taking on a uniform. Weißt du nimmst das und du ziehst das an, fast wie eine Uniform. You are representing our God. Du repräsentierst, du stellst unseren Gott dar. It's like you're bringing, showing the very message of God. Es ist, als ob du diese wirkliche, echte Botschaft Gottes, du bringst die. And that's going to take some faith. Und das braucht eine Menge Glauben. But that's what we're looking at this week. Aber das ist das, was wir uns diese Woche hier anschauen. We want to please our God. Wir wollen unserem Gott gefallen. We got to have faith to do that. Wir müssen Glauben haben, um das zu tun. So don't let anything pull you out of that place. Also lass nicht zu, dass irgendetwas dich aus diesem Platz wegzieht. God sees you as his representative. Gott sieht dich als seinen Repräsentanten. And so by faith we got to take that. Also durch Glauben müssen wir das annehmen. Can we do that? Können wir das tun? It's going to be tough. Es wird hart. There's going to be some real tough times, Es wird einige super schwierige Zeiten auf uns zukommen. but they're going to be possibly some of the greatest times ever. Aber es werden wahrscheinlich die besten Zeiten, die wir je gehabt haben. Yeah? Ja? Bam. Ja? Bam. Get amongst it. Okay. Rein da, oder? Gehen, nehmen wir's an. Okay. Now, I'm going to give Luke one more try. Okay, Luke, ich will dir noch ein Luke, come here. Come here to me. Come here to me, son. Komm her, mein Sohn. Come here to me. You set a challenge for Andy here with the catapult. Also, du hast für Andy hier eine Herausforderung gemacht mit diesem Katapult. Bam. Both times he nails it. Und Nails it. beides Mal schafft er es, problemlos. I'm going to give you one more shot, and this is Okay. maybe your last chance ever. Du hast noch eine Chance. Das ist wahrscheinlich deine letzte Chance, die du je You haben ready wirst. for this? Bist du bereit hierfür? Okay, give us one more. I need a challenge. Okay, ich brauche eine Herausforderung hier. I'm more of a lover than a fighter, Josh. Also, ich bin mehr ein jemand, der liebt. I Nicht love so the sehr ein Lord, you know. Kämpfer. And I Okay. love TeenStreet. Und ich liebe TeenStreet. Yes. And I was thinking, when we saw that video earlier about bringing TeenStreet home, Und ich habe gedacht, wo wir vorher dieses Video gesehen haben, mit TeenStreet mit nach Hause nehmen. I was thinking, no, that's not cool. Ich gesagt, nee, das ist nicht cool. But we can bring a memory home. Aber wir können uns eine Erinnerung mit nach Hause nehmen. So I was thinking, Also habe ich gedacht, we could come up with like an image, a mental image that we could all think of when we think of TeenStreet. und ich habe mir gedacht, wir könnten uns alle so ein mentales Bild machen, das wir haben, sobald wir, wenn wir zu Hause sind, an TeenStreet denken, dass wir dieses Bild haben. And actually, and then I saw the art zone stuff hanging on the wall, and I then- put two and two together. Und dann habe ich die Sachen von der Arzt da hinten gesehen und habe 1 und 1 zusammengezählt. I put zwei and zwei together. Seriously. So what we need, I'll speak to German. Okay, okay. What we need is somebody who has painted one of these pictures out here, and I know there's hundreds, so don't hide. Okay, was wir brauchen, ist einen, der so ein Bild da draußen gemalt hat. Und ich weiß, es sind Hunderte von euch, versteckt euch nicht. So if you've painted one of these pictures, raise your hand. Und wenn du eins von diesen Bildern, die da hinten überall ausgestellt sind, gemalt hast, heb This deine girl Hand. right here, go get her. Go Okay. get her. She's Swedish. She looks Yeah. like she knows what she's doing. Sie sieht schwedisch aus, sie sieht so aus, als ob sie wüsste, was sie tut. Yeah. No. Sorry. Sorry. Entschuldigung. Wrong girl. Falsches She's Mädel. Swedish. She looks like she knows what she's doing. Sie ist Sorry. schwedisch, sie sieht so aus, als wüsste sie, was sie tut. You look like you kind of have an idea what you're doing. Du siehst so aus, als hättest du ungefähr eine Idee von dem, was du tust. You're even excited about it, but you're not sure what you're doing. Aber du bist dir nicht so ganz sicher, was jetzt kommt, oder? Sorry. You're Swedish. Come on up here. Okay, du bist schwedisch, komm her. So here's what we're gonna do. For me, when I think of TeenStreet, Okay, folgendes werden wir tun. Für mich, wenn ich an TeenStreet denke, I remember Throne Room and the awesome times of worship. dann denke ich an Yes. Throne Room, die absolut genialen Zeiten, wo wir angebetet haben. Would you agree? Okay? Yes. Richtig, Some of- oder? That's right. That's right. That's some of my favorite things about Das TeenStreet. ist eins meiner Lieblingssachen hier auf TeenStreet. And when you think of worship, you think about the worship band. Und wenn du an Anbetung denkst, dann denkst du an die Anbetungsband, richtig? Where are the worship band right Okay, wo ist die? Die now? Are they in the Band? building? Okay, sind die irgendwo im Gebäude? They took off in their helicopter for a meal in France, I think. Oh no, there they are. There's the Ah, worship nee, die band. sind mit dem Okay, Helikopter awesome. nach Frankreich freestyle. geflogen, um
And when I think of the worship band, Okay, wenn ich an die Anbetungsband denke, I think of guitar solos that I just cannot believe. dann denke ich an Gitarsolos, die ich mir einfach nicht vorstellen kann. Die einfach So nur here's what we want to unglaublich paint sind. Okay, Folgendes wollen wir malen. as our memory of TeenStreet for Als the eine next Erinnerung year. an TeenStreet für nächstes Jahr. Swedish lady. Okay, Guten schwedische Morgen. Dame. Hurmorde. Bra. Hey. Challenge accepted. I would like you to do your best job of Elijah possibly on his knees Also, doing a guitar solo using only this ketchup. okay, ich will, dass du ein Gitarrensolo machst mit nur diesem Ketchup. Now you look like you know what you're doing. Okay, du siehst so aus, als wüsstest du, was du tust. Do you think you can handle that? Glaubst du, du kannst das tun? Yeah? Okay. Go for it. Okay, you're gonna have 30 seconds. Also, du hast 30 Sekunden. Let's give her a shout. Can we get the countdown Yeah, going, wait for the please? countdown. Hold Wait on. for Okay. You hold on. Let's start again, because you're cheating. Okay. Cheeky. Cheaters never win. Fact. Go! Let's go. Give her a hand. Nice. Oh, I see what you're doing. Three, two, one. Yeah! Wow! Give her a hand. That is remarkably good, Swedish lady. Absolut genial, du schwedische Dame, ja? I don't want it to drip off if I hold it up. Okay, ich will nicht, dass es Where's the camera? runtertropft, wenn ich es Grab nicht the hochhalte. Okay, hold on, because this is mind-blowing right here. Weil das ist absolut genial hier. See? We got the guitar. Wir haben die Gitarre, We got the action shot. wir haben absolut die Action hier. We got the bun bag there at the front as well. That's Okay, da awesome. vorne haben wir, jawohl, wir haben That's alles awesome. da. Round of applause for the Swedish lady. Okay, Applaus für die Schwedin. Hold on, Luke. Don't It's go a anywhere. recession. Okay. This is all we have left. Luke, hau nicht ab. Also in der Rezessionskiste Have a ist das, was wir alles tissue. übrig haben. Bam. Here, Hey, hold you, on. can, you can even have two. Or Okay, du darfst sogar zwei haben. Okay. Hey, I don't want to wreck this. I don't want to wreck this piece of art here, but I You're not also taking this art home. I don't want to waste the ketchup. Hey, ich will den Ketchup auch nicht So I verschwenden. think you Also should take a look. Here's ich glaube, du here's, solltest das nehmen. Give me a clean one at least. here's Okay. a French fry right That's there. great. Pommes hier. Give me a white one at Where's least. Banker? Here's a French fry. Okay, Don't das- waste the ketchup. Okay, we don't Ketchup waste nicht food verschwenden. around Wir- here. Hold on. Let me Wir just give him verschwenden some kein hair. Let me Essen give him, hier. Keine give him some Leben. hair. There we go. There's a piece for you. Das ist ein Stück für mich. Come on. That's Come on, awesome. come on, Christian. Come on, dude. You don't want come me on, anymore. man. Come on. Chris, Okay, Chris. come on, Melanie, you're up. I need it. I'm gone. I'm done. I'm done. I want to tell you something about Luke. See Luke right there. Ich will euch was über den Luke erzählen, der gerade eben da gesprochen hat. This time next year at TeenStreet, Nächstes Jahr auf TeenStreet Luke will be a married man. Da wird der Luke einen Ring am Finger tragen und I don't verheiratet know if the sein. camera can get Amy over there. Where's Amy? Turn around. Die Amy, die auch da Over sitzt. here. Stand up there, Amy, so I can find you. And hold on, he's coming. Hang on, he's coming. And then beside Amy is Naomi with the blonde hair there. Also da haben wir die She wa- Naomi und die Amy. Also be a married woman. Andy's gone to hide. Und Where are you hiding, Andy? die werden beide heiraten. Huhu. And Rolly will be a daddy. Rowley wird Papa. You know, we do have this amazing privilege of being ministers of reconciliation. Wir haben dieses unglaubliche Vorrecht, dass wir Diener der Wiederherstellung sein können. And actually, it is a privilege. Und das ist wirklich ein Vorrecht. So often we feel that it's like, oh my goodness, if I know Jesus, I'm going to have to tell my friends. Und oft fühlen wir uns so, dass wir denken, oh Backe, wenn wir von Jesus wissen, dann müssen wir das auch den anderen erzählen. Very good. And it's kind of overwhelming, and sometimes
people opt out of even walking with Jesus because of the stress of having to pass it on. Und das kann schon ganz schön hart auf einem liegen. Und manche Leute sagen sogar, das ist so viel Stress, wenn wir mit Jesus gehen, weil wir das weitergeben müssen. But you know, it is an amazing privilege. Aber Tatsache ist, dass es ein großes Vorrecht ist. Because you guys know your friends, your family, and stuff going on in your city. Like I said the other day, we live in a broken world. Und ihr wisst, mit wem ihr zu tun habt. Ihr kennt eure Familie, eure Freunde, die Stadt, in der ihr lebt. Und ihr wisst, dass die Welt, in der wir leben, eine gefallene Welt God's ist. heart is broken for his world and for his people. Gottes Herz ist gebrochen für diese Welt und für die Menschen in dieser Welt. He is not sitting around rubbing his hands going, I'm going to make something mean happen there. I'm going to make that bad thing happen there. Gott sitzt nicht da und sagt, mal gucken, wem ich eins auswischen kann, wem ich eins geben kann und wo ich was Böses tun kann. He weeps for his people. Nein, er weint für seine Leute. And we spend, I mentioned already, we spend a lot of time during our year with homeless people. Und ich habe das schon erwähnt, dass wir einen großen Dienst darin haben, dass wir den Obdachlosen dienen. People who are really suffering. Leute, denen es wirklich schlecht geht. And it is honestly the biggest privilege of my life to show them the hope that Jesus has for them. Und ganz ehrlich, es ist das größte Vorrecht meines Lebens, dass ich diesen Menschen erzählen kann, wie sehr Jesus Because sie liebt. they have literally come to the end of themselves, trying everything else. Denn sie sind wirklich an das Ende, ja, über ihre Grenzen hinausgegangen. Sie haben alles versucht, was sie konnten, aus sich selber heraus. And honestly, when you are in that situation, it is proven time and time again that Jesus is our only hope. Und wenn man sich in dieser Situation befindet, dann ist es wirklich so, dass Jesus die einzige Hoffnung ist. Andrew, do you want to tell us a bit about your situation? Andrew, erzähl uns ein bisschen von deiner Situation. I'm the only Christian in my family. Ich bin der einzige Christ in meiner Familie. The life I learned as a child was one of dulling my senses and using violence to solve my problems. Und als Kind bin ich eigentlich damit aufgewachsen, dass ich mich betäube und dass ich mit Gewalt Probleme löse. After I came to know Jesus and went through a year-long program, I've been able to be there for many of my family members. Und nachdem ich Jesus kennengelernt habe und ein Jahr lang ein Programm mitgemacht habe, bin ich in der Lage dazu, meiner Familie zu dienen. I've supported my brother as he's gone in and out of prison. Ich habe meinen Bruder unterstützt, der immer wieder ins Gefängnis musste. I've counseled my sister and listened to her weep as she sits in the bondage of drug addiction and self-abuse. Ich habe meine Schwester getröstet, habe ihr zugehört, habe sie weinen lassen an meiner Schulter, wenn sie mir erzählt hat, wie sie gefangen ist in den Drogen. I've tried to comfort my dad as he's gone through the lowest point in his life. Ich habe versucht, meinen Vater zu trösten, als er ans Ende gekommen ist. I've seen God restore my relationship with my mom and do an amazing work in her life. Und ich habe gesehen, wie Gott die Beziehung zwischen meiner Mutter und mir so sehr verbessert hat und wir einen Neuanfang machen konnten. Things are still far from good in my family, In meiner Familie wir sind weit davon entfernt, eine gute Familie zu sein. but I know that God's called me to be his ambassador to my family. Aber ich weiß, dass Gott mich dazu berufen hat, ein Botschafter zu sein für meine Familie. And to this day I stand firm, trusting him to draw them to him. Und Amen. bis zu diesem Zeitpunkt stehe ich fest und vertraue darauf, dass er We meine know that Familie zu many sich of you ziehen are wird. going home to those situations Wir wissen, dass viele von euch in solche Situationen zurückgehen. where your family do not know Jesus. Zu einer Familie, die mit Jesus nichts zu tun haben möchte. And there is hope and he can use you. Und da ist Hoffnung und er kann dich gebrauchen. Leah, tell us about your school situation. Erzähl uns über deine Schulsituation, Lea. I'm from Ireland, but I attend college at a Catholic university in the States. Ich bin irisch, aber ich gehe in den Staaten auf die Universität. I play in the women's basketball team there. Und da spiele ich Basketball bei den Mädels. So that means we'd practice daily, maybe twice a day, Und wir trainieren 1 bis 2 Mal täglich. 3-4 hours in the gym, and during season I'd be on the road a lot. 3 bis 4 Stunden täglich in der Turnhalle und dann bin ich noch oft unterwegs auf Spielen. So basically I spend the majority of my time with my teammates. Also eigentlich ist es so, dass ich die meiste Zeit mit meinen Teamkollegen verbringe. None of them know the Lord. Und keiner von ihnen kennt Gott. Honestly, it's really hard being away from home. Und ehrlich gesagt ist es mir sehr schwer, dass ich nicht zu Hause bin.
And I think it's even harder just constantly being surrounded by people who have a different beliefs and convictions and just lifestyle. Und es ist noch schwerer, die ganze Zeit mit Leuten umgeben zu sein, die anders glauben, die andere Überzeugungen haben, die einen anderen Lebensstil haben. But in 2 Corinthians 5, Josh was talking about Christ's love compels us. In 2. Korinther 5, Josh hat das schon erwähnt, da steht, dass Christus Liebe uns völlig einnimmt. And that's how I feel for my friends. Und so fühle ich mich für meine Freunde. I mightn't be the best guy for the job, and I definitely mess up from time to time. Ich bin bestimmt nicht der Beste für diese Aufgabe und ich mache auch immer wieder Fehler. But I'm called to be an ambassador. Aber ich bin dazu berufen, Botschafter zu sein. And through faith, I can live in hope that Jesus will touch my friends. Und durch den Glauben kann ich glauben daran, dass Jesus in meinen Freunden wirken wird. That they'll get to know and experience him. Dass sie ihn kennenlernen und ihn erfahren werden in ihrem Leben. This is Deb's Walker, Das ist die Debs Walker, another one. die andere. And Debbie, when was your first time at TeenStreet? Debbie, wann warst du das erste Mal auf TeenStreet? It was 1994. Das war 1994 damals. She is an old timer. I was 12 then. Damals war ich 12. And Debbie, what are you since having grown up in Ireland? Und du bist in Irland aufgewachsen. And where has God taken you? Wo hat Gott dich hingeführt? Well, God has actually taken me to India in the last 3 years I've been there. Gott hat mich nach Indien gebracht. Die letzten 3 Jahre habe ich dort verbracht. The situation in India is that there are 1 million girls who are under 18 who are trapped in prostitution. Die Situation in Indien ist, dass es Millionen von Mädchen unter 18 Jahren gibt, die in der Prostitution festhängen. They're promised a job or they're promised marriage, Ihnen wird eine Ausbildung versprochen oder eine Ehe versprochen. and then they're taken away from their homes and they're forced into prostitution. Und dann werden sie von zu Hause weggenommen und werden dazu gezwungen, sich zu prostituieren. Because younger girls are in high demand, they can have up to 20 customers a day. Und weil junge Mädchen da sehr populär sind, können sie bis zu 20 Kunden am Tag haben. 3 years ago, I went to visit India for a holiday, Vor 3 Jahren bin ich nach Indien eigentlich für einen Urlaub gegangen. and I spent time with an organization that's working with these girls. Und ich habe dann Zeit verbracht mit einer Organisation, die sich um diese Menschen kümmert. I was so moved by their situation Und ich war so bewegt von ihrer Situation and by God's love for them. und über Gottes Liebe für sie. This isn't what God wants for them. Das ist nicht das, was Gott für sie hat. And I was compelled by Jesus' love to stay. Und ich wurde von Gottes Liebe dazu überzeugt, da zu bleiben. I can't always see it, Ich kann das nicht immer sehen, but I know that Jesus is using me to help rescue these girls. aber ich weiß, dass Gott mich dazu benutzt, diese Menschen zu retten. When was the last? I know last week you had a big rescue. Ich weiß, letzte Woche hattet ihr eine große Do you want to tell a Rettungsaktion. bit about that? Willst du davon erzählen? Last week, our undercover investigators went into a brothel. Letzte Woche ist einer von unseren Spionen eigentlich in ein Bordell reingegangen And the police and our staff came in behind. und die Polizei und unsere Mitarbeiter sind hinterher There were 8 girls there, und da befanden sich 8 Mädels and they broke down crying. und sie sind zusammengebrochen weinend And they were grabbing onto our social workers. und sie haben sich an unseren Sozialarbeitern festgehalten. The social workers started crying, the police started crying, Die Sozialarbeiter haben angefangen zu weinen, die Polizei hat geweint and all 8 girls were rescued, and the brothel keeper was arrested. und Amen. alle 8 Mädels wurden gerettet. When we are reconciled to Christ, Wenn wir mit Gott ins Reine kommen, we are ministers of reconciliation. dann sind wir Botschafter der Wiederherstellung. There are so many needs in your homes, in your schools, in your cities, and all over the world. Es gibt so viele Bedürfnisse zu Hause, wo du bist, in deinen Schulen, in deinen Städten. And we have the honor and the privilege of being Jesus in those situations. Und uns ist die Ehre zuteil. Wir haben das Privileg, dass wir Jesus in diesen Situationen sein können. Expressing his heart, his love, and his unconditional love. Dass wir seine bedingungslose Liebe repräsentieren können. He is their only hope. Jesus ist ihre Hoffnung. And he gives us the privilege
to bring that only hope to the hurting around us. Und er gibt uns dieses Vorrecht, die einzige Hoffnung zu den Leuten um uns herum zu bringen. Guys, this year it's not about making it. Can I make it? It's not about us. Dieses Jahr geht es nicht darum, kann ich das durchhalten. Es geht nicht um uns. Every day as we submit our lives to Him, Jeden Tag, wenn wir uns ihm hingeben, it's about Him working through us to further His kingdom on this earth, geht es um ihn, dass er durch uns wirkt und dass er sein Königreich hier weiterbringt. to take away the pain and the hurt and the injustice in this world. Dass er den Schmerz und die Verletzungen und die Ungerechtigkeit in dieser Welt wegnimmt. It's amazing. Every person in this room has such a privilege. Es ist unglaublich, was für ein Vorrecht jede einzelne Person hier in And diesem we can Raum go hat. out of here not with fear, Und wir können hier rausgehen und wir müssen keine Angst haben. but with joy and expectation as to how Europe can change because we are ministers of reconciliation. Wir können Freude haben und wir können erwarten, dass Europa sich verändert, weil wir Botschafter der Wiederherstellung sind. And when we take our eyes off ourselves Und wenn wir unsere Augen von uns selber wegnehmen and submit each day, maybe even each moment, und jeden Tag, vielleicht sogar jeden Moment Gott hingeben, to Jesus. Gott hingeben Oh, you said that already. And allow Him to love us, und ihm erlauben, uns zu lieben, then that love and that hope dann kann diese Liebe und diese Hoffnung can flow out to others. aus uns rausfließen hin zu anderen. When we spend our time thinking about ourselves, Wenn wir die Zeit damit verbringen, immer über uns selber nachzudenken, am I good enough? bin ich gut genug? Am I holy enough? Bin ich heilig genug? Do I feel it? Fühle ich das überhaupt? We're missing out on the privilege of Jesus pouring out to the people around us. Dann verpassen wir all die Gelegenheiten, wo Jesus sich ausgießen will zu den Leuten um uns herum. So, Brian, Brian, what are we looking at today? was schauen wir uns heute an? The word I keep hearing time and time and time again today is ambassador. Was ich immer wieder heute höre, ist das Wort Botschafter. And to me, ambassador almost means like first responder. Und für mich ist ein like- Botschafter der erste Repräsentant, der antwortet. When you see something terrible like a car accident, you're saying someone needs to do something about this. When's the ambulance coming? When is someone going to come and make this right? Wenn man zum Beispiel bei einem Unfall dabei ist, wenn man was Schreckliches So- passieren sieht, dann fragt man sich, wann kommt endlich der Krankenwagen? Wann kommt jemand, der hilft? Der Erste, der hilft. This whole thing of reconciliation, of being Christ's ambassador, to me feels like being a first responder. Und dieses Konzept, dass wir Christi Botschafter sind, das ist für mich, dass wir die sind, die als erstes reagieren. That we're the ones that are actually called to do something. We're not to wait around for someone else, that we're actually called into action. Dass wir dazu berufen sind, wirklich was zu tun, dass wir nicht darauf warten, dass irgendjemand anderes was macht, sondern dass unsere Reaktion abverlangt ist. Hey, do you remember that tune you played for us on the piano towards the beginning of the week? Erinnerst du dich daran, was du für uns gespielt hast am Anfang der Can we hear Woche? that one more time? Können wir das nochmal hören? As Brian plays on the piano, just for a minute, Wenn Brian jetzt das Klavier spielt, can we take all this stuff to God? wollen wir diese ganzen Sachen zu Gott hinbringen, We just maybe still quiet our hearts before God dass wir still werden vor Gott and just bring the things He's been saying and lay them down. und die Sachen vor ihn hinlegen, Just you and God. dass es nur um dich und Gott geht. And let's just ask God, what do you want me to do? Und lass uns Gott fragen, Gott, was möchtest du, dass ich tue? We're going home tomorrow. Wir gehen nach Hause morgen. Maybe God can help us view our situations at home differently. Vielleicht kann Gott uns dabei helfen, dass wir eine andere Perspektive auf die Sachen zu Hause bekommen. Can open our eyes to see people differently. Dass er unsere Augen öffnen kann, Can open our eyes to see our city and our schools differently. dass wir Leute anders sehen, dass wir unsere Stadt, unsere Schule anders sehen können. So just quiet before God. Say, God, we don't want to view the world the same way anymore. Und lass uns ruhig werden vor Gott und sagen, Gott, wir wollen diese Welt nicht mehr so sehen, wie wir sie jetzt sehen. We want to see the world your way. Wir wollen sie durch deine Augen sehen.
Jesus, we want to thank you for this amazing week with you. Wir wollen dir danken, Jesus, für diese unglaubliche Woche mit dir. We've had a whole week just with Jesus. We just thank you for that. Words can't describe it. Danke, dass wir diese ganze Woche an deiner Seite haben durften. Worte können das nicht beschreiben, wie das war. And we've got to see new and amazing things about you, Jesus, and we love that. Wir haben neue, aufregende Dinge über dich erfahren und das lieben wir. Jesus, we just ask that you open our eyes. Jesus, wir bitten dich, dass du unsere Augen öffnest. We want to see you. Wir dich sehen. We also want to see this world the way you see it. Wir wollen diese Welt mit deinen Augen sehen. Give us courage to obey you. Gib uns den Mut, dir zu gehorchen. Give us courage to follow you. Gib uns den Mut, dir nachzufolgen. Give us courage to hold on to what you're calling us to. Gib uns den Mut, an dem festzuhalten, zu dem du uns berufen hast. We want to represent you. Wir wollen dich repräsentieren. We want to be your Wir ambassadors. wollen deine Botschafter sein. But we need you, Jesus. Aber wir brauchen dich dafür. And we just say it's an honor, a huge honor, to be your ambassador. Wir wollen dir sagen, dass es für uns ein großes Vorrecht ist, deine Botschafter zu sein. Just to be saved by you is something we don't deserve. Dass wir von dir erlöst wurden, ist was wir nie verdient hätten. But to represent you is mind-blowing. Und dass wir dich repräsentieren können, das haut uns um. And as a group, Jesus, we say we love you. Und als Gruppe sagen wir, dass wir dich lieben. We love you. Wir lieben dich. Amen. Amen.